Das Jugendstrafverfahren. Luca ist 15 Jahre alt und wohnt mit seinen Eltern und seiner Schwester zusammen. Er hat Freunde, wenig Probleme in der Schule und auch zu Hause läuft es meistens gut. Doch nun hat er möglicherweise eine Straftat begangen. Zusammen mit einem Kollegen soll er einen anderen Jugendlichen geschlagen und ihn dabei verletzt haben. Nachdem Luca bereits durch die Polizei befragt wurde, hat er heute einen Termin bei der Jugendanwaltschaft. Die Jugendanwaltschaft führt Strafverfahren gegen Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren durch. Die Jugendanwältin stellt ihm viele Fragen zum Tathergang. Sie muss sein Verhalten rechtlich einstufen. Zudem stellt sie ihm Fragen zu seiner Person. Sie möchte wissen, wie es in der Freizeit, in der Schule und zu Hause läuft. Sie will verstehen, weshalb es zum Vorfall kam und ob die Gefahr besteht, dass Luca erneut eine Straftat begehen könnte. Die Jugendanwältin arbeitet nicht alleine. Oft wird sie von einem Sozialarbeiter unterstützt. Er hilft ihr dabei zu verstehen, weshalb Luca die Straftat begangen hat und was es braucht, damit er keine weitere Straftat begeht. Dies geschieht, indem er mit Luca und seinen Eltern Gespräche führt. Anschließend bespricht er sich mit der Jugendanwältin und gibt eine Empfehlung für das weitere Vorgehen ab. Im Jugendstrafrecht stehen Schutz und Erziehung des Jugendlichen im Vordergrund. Die Jugendanwältin muss jetzt entscheiden, was es braucht, damit Luca keine weiteren Straftaten mehr begehen wird. Dabei prüft sie, ob Luca besondere erzieherische oder therapeutische Unterstützung benötigt. Die Jugendanwältin kann in einem solchen Fall eine oder mehrere Schutzmaßnahmen anordnen. Sie kann eine Aufsicht anordnen. Lukas Eltern müssen der Jugendanwaltschaft nun regelmäßig Auskunft geben. So kann überprüft werden, ob Lukas Eltern die Erziehung alleine schaffen. Brauchen Luca und seine Eltern Unterstützung, wird eine persönliche Betreuung angeordnet. Das kann beispielsweise der Sozialarbeiter der Jugendanwaltschaft sein, der die Eltern in der Erziehung oder Luca in seinem Tagesablauf unterstützt. Benötigt Luca psychologische oder psychiatrische Hilfe oder hat er ein Suchtproblem, kann die Jugendanwältin eine ambulante Behandlung, also eine Therapie, anordnen. Wenn Lukas Probleme zu groß sind, kann auch eine Unterbringung angeordnet werden. Luca wohnt dann nicht mehr zu Hause, sondern beispielsweise in einem Jugendheim. Luca braucht wie die Mehrheit der Jugendlichen keine Schutzmaßnahme. Er erhält aber eine Strafe. Die Jugendanwältin kann auf folgende Strafen zurückgreifen. Ein Verweis. Dies ist eine Verwarnung. Im Fußball würde Luca eine gelbe Karte erhalten. Eine persönliche Leistung. Bei einer persönlichen Leistung muss Luca unentgeltlich arbeiten, beispielsweise in der Küche eines Altersheims. Eine Buße. Da Luca über 15 Jahre alt ist, kann er mit einer Buße von maximal 2000 Franken bestraft werden. Freiheitsentzug. Luca kann als 15-Jähriger mit einem Freiheitsentzug von bis zu einem Jahr bestraft werden. Die Höchststrafe bei über 16-Jährigen beträgt 4 Jahre. Erhält Luca nun einen Eintrag ins Strafregister? Das kommt auf seine Sanktion an. Im Schweizerischen Strafregister wird bei Jugendlichen ein Freiheitsentzug, eine ambulante Behandlung sowie eine Unterbringung eingetragen.